Willkommen zurück zu Let's Play Star Ocean First Departure. Im letzten Part sind wir in das Purgatorium gegangen, haben mit den Runen gequatscht. Und die haben uns dann hier in diese... Ja... in diese neuzeitliche Ruine gebracht. Mit lauter Computer, ID-Karten und was weiß ich. Lauter Maschinen auch. Und ja, wir schlagen uns gerade hier durch, haben links einen Schalter aktiviert. Und schauen jetzt, was hier noch so ist. Eine Truhe, okay. Ring of Lunacy. Completely protects the wearer with the power of the moon. Causes him to daze easily. Heißt das, ich würde kaum Schaden nehmen oder keinen Schaden nehmen, aber dafür öfters gestunt? Das ist interessant. Ja, wobei gar kein Schaden kann nicht sein. Einfach schon, weil man dann einfach unbesiegbar wäre. Das geht ja nicht. Vielleicht gegen jeden... Ich habe halt keine Ahnung, es wurde halt auch kein Element angezeigt oder irgendwas. Na gut, wir haben einen Schalter gedrückt. Der aber nicht den Raum da links aufgemacht hat. Das heißt, wir müssen noch irgendwo andere Schalter finden und dann wird wahrscheinlich der Raum offen. Ah. So, und das wird wahrscheinlich auch für ihn reichen. Wir haben schon zu zweit auf ihn drauf geklopft. Ne, noch nicht. Aber jetzt. So. Wenn Roderick noch ein Level steigt und 59 Punkte für seine Fertigkeiten bekommt, dann können wir uns auch vollständig um das Schmieden kümmern. Können dann mal versuchen, ein bisschen rumzuschmieden und mal sehen, was wir dafür rauskriegen. Ansonsten brauche ich noch 2 Level. So. Dinger ziehen mir halt immer noch nichts ab. Das ist so krank. And that is how you do it. And that is how you do it. Okay. So, hier links können wir jetzt durch die Tür. Da wir den blauen Key haben. Da ist ein zweiter Schalter. Wir werden schon nicht verlieren, keine Sorge. Ja. Sie sind gerade beide in der Luft gewesen. Dadurch hat der Tractor Beam halt überhaupt nicht funktioniert. Das Power-Up kommt halt da, wo der Kampf eh schon vorbei ist, so gut wie. Gut, aber gut. So. Hier ist aber auch keine andere Tür, also wird wirklich hier das Ding dafür da sein, dass ich da in die eine Tür rein kann und da geht es dann noch weiter. Es wäre besser gewesen, erst hier in die blaue Tür reinzugehen. So, das erwischt wenigstens alle. Ich liebe es, wenn dann alle einfach nur auf den draufkloppen. Auf den Gegnern. Das ist so gut. So, wie viel habt ihr jetzt hier? Wieder mehr als genug. So, Konter, Feint. Sidestep wäre noch wichtig. Also ihr habt es fast geschafft. Konter, Feints. Den Rest brauchst du schon gar nicht mehr. Und bei dir kommt noch Hestens Speech rein. Und das Ding ist auch. Die brauchen noch ein bisschen. Aber die Türen sind offen. Sollten sie zumindest sein. Okay, Millie und Sears kümmern sich um das Ding. Na, das Cure Light kam leider nicht mehr durch. Aber das kann sie ja dann machen. So, Millie. So. Hat sie noch mehr Chancen halt, so gut wie keinen Schaden zu nehmen.
Immer noch eine sehr, sehr gute Kampffähigkeit. Einfach weniger Schaden zu nehmen ab und an. Ah, okay, das Rumhüpfen können sie auch noch. Das haben sie bisher nicht gemacht. Aber sie können es doch noch. So, weg mit dir. So, und die Tür war hier links. Und die müsste jetzt rein theoretisch offen sein. Danke schön, Millie. Die auch noch schön stärken, aber das ist unnötig. Oh yes. So, Tür ist offen. Und die Tür ist auch offen, also brauche ich wahrscheinlich einfach beide. Engelsstatue. Okay. Das wollte ich nur testen. Sie verschwindet. Hätte sein können, dass sie einfach nicht verschwindet. Oh, here, I can read this. Arrange the royal emblems of tradition on the land. Thy choice of arrangement shall reveal the key to opening the door. Now, what could that mean? The royal emblems of tradition. Ja, wenn... Na, die Emblems halt, die wir haben. Talking about these things, right? The emblems of the four kings? Right. Und was auch sonst. So, um ehrlich zu sein. Hier ist auch nochmal ein Speicherpunkt, das heißt, wir nutzen die Chance auch nochmal für Blackberries. Wer weiß, was hier noch so auf uns wartet dann. This must be the console we used to open the door. Let's try placing the emblems there. Please choose the correct emblem for each description. Ah, okay. Show me the emblem passed down in the land of searing heat. Searing Heat. Astral, oder? Show me the emblem passed down in the land of the falling leaves. Das wäre Van. Show me the emblem passed down in the land of the frozen wastes. Das wäre Sylvan. Show me the emblem passed down in the land of lush greenery. Und das wäre Muah. Confirmed. Successor access acknowledged. You may pass. Okay, perfekt. It's open! How are the four emblems connected to the old race? We're certainly not gonna find out just standing here. Let's go inside. Yeah, you're right. Maybe we'll find an explanation for this inside. Wer weiß. Schon merkwürdig und eine riesige Statue. What is that? A holograph. Hey, look. It's a map of the Earth. But why is there a huge island in the middle of the Pacific Ocean? Tatsächlich, das ist die Erde. Man kann richtig schön Australien und so Co. erkennen. Rechts ist Amerika. Links ist eben Australien und Asien. Europa kann man nur so ein bisschen erkennen. That definitely shouldn't be there. Or should it? If you believe the old stories, there really was an island there once. Atlantis? The lost continent of Mu. Oder so. But even if that was true, what's a map of Earth doing in here? Ist dieser Kontinent jetzt bei hier? We pray that you have come seeking the eye of truth with only the purest of intentions. It is an extremely dangerous relic if left unguarded.
We also pray that you have the strength to atone for the horrible mistake we made. The Eye of Truth is capable of opening gates to alternate dimensions. We created the Eye with a combination of our own technology and the symbology endowed upon us by the runes, the natives of this planet. But before we could reach our goal, there was a disaster that ruined all of our plans. A gate was opened to the demon world, sending legions of monsters pouring into this world. Even that, however, was not enough to halt our experimentation. Our small band of comrades was united under one wish. Zurück auf die Erde zu kommen? We only wanted to return home, to our planet. Tatsache. Das Muah Kingdom, das Muah Kontinent, war ursprünglich auf der Erde. So this is it. The Eye of Truth. Aber wie ist der Kontinent hier auf Rogue gelandet? Das ist noch eine interessante Sache herauszufinden. Ich frage mich, ob es erklärt wird. What does all this mean, Elia? Everything's going way over my head. I think the people we called the Old Race came to this planet from Earth, from the Mu continent. I don't know about that. Doesn't seem like they came here so much, as they were brought here against their will. That's true. The King of Van told us that the Old Race descended upon the planet as fully grown adults. Legend has it that the Mu continent sank into the sea in the wake of a meteor strike. Before that day, the stories claimed that the Muah enjoyed a vast and highly advanced civilization. Yeah, I remember that. You know, the Alliance has a few reports on file about people being sucked into a vortex and suddenly reappearing someplace far away. There was a case of a missing child being found someplace that would have been physically impossible for him to travel to in the time he was gone. So, you think the meteor strike caused a vortex that swallowed these people up? Those reports you mentioned were about people going from one place to another on the same planet. I never saw any reports about people hopping light years, much less going from Earth to Rogue. Oh, you got me there. But if that theory is correct, it would explain why they made something like the Eye of Truth in the first place. They just wanted to go home. That's what the guy said. And besides, it also matches the Muah's lore pretty well. The history handed down to the King of Muah. The Eye was obtained in order to reveal the true path back to paradise. The Eye failed to see the door to paradise, however. In its place, a door of blasphemy. Statt die Tür Darkness nach Erde, swarmed forth, and die Tür demons zu den Dämonen. enveloped the world. By the time the door was closed, the land was already near death. All we could do was lament our mistake. They must have deeply regretted what they had done. In their eyes, their desire to get home brought doom to this planet. They wanted to make up for it somehow, but by that time, there was no turning back. So they went to the royal families and left clues in the form of lore, so it could make it down to all generations to come. Well, we'll never know the whole story. But listening to the phrases they left behind about courage and everlasting strength, you can really feel the emotions they must have had in their hearts. Anscheinend wird es wirklich nie vollständig erklärt, was denn damals passiert ist. Aber irgendwie ist ist der ganze Kontinent drüber geschippt worden. Now it is time to storm the demon world. Yes, my lord. We are told that the gate to the demon world lies in a deserted island southwest of Sylvaland. I believe in you. Victory will be yours before long. Hoffentlich. Who are you? Glad to see your vermin are doing well. Astral and Muah's defenses are pathetic as usual.
I was wondering what you little rats were scheming, but I suppose I had nothing to worry about after all. You're too late. Too late. The great Asmodeus has already completed his new weapon. The only option all of you have left is complete, unconditional Bist du dieselbe wie früher oder ist es eine neue Spinne? Like hell we do. We'll never surrender to the likes of you. We'll see how long that bravado lasts. Remia! Remia, time to go inside. Yes, Mom. Look at that. What? What was that? The fun's already begun. We figured you'd like a real-world example, so he's just destroyed a village. He what? Bastards. Surrender at once. You have no choice. Don't you run! Your Majesty, terrible news. Our gods report that the village of Durs has been destroyed in a gigantic explosion. How could this be? Keine Überlebenden, nicht mal das Mädchen und irgendwas. Organize an immediate expedition force and set up rescue operations with Silverland soldiers. I don't care if there's no hope. We're not going to give up on them. Yes, sir. We must storm the demon world at once. If that weapon strikes Van or Astral, it would be an utter catastrophe. I'm afraid you're right. This is seriously messed up. I swear I'll make them pay for this. Okay. Also. So schnell wie möglich nach Silverland. Denn wenn diese Waffe nochmal abgefeuert wird, haben wir ein richtiges Problem. Allerdings kann ich jetzt schon mal sagen, wir werden jetzt was anderes machen. Wann willst du das? So. Ich will nämlich... Na, da komme ich ja eh nach Silverland hier lang. Wobei... Ich nehme lieber... Ah, fuck it. Falls ihr euch wundert, warum ich gerade hier hin und her gerannt bin, ich muss jetzt hier einmal durch so eine blöde Höhle nochmal durch. Ich weiß nicht, wie lang die war. Ich hoffe nicht allzu lang. Weil da kommen dann halt dementsprechend auch wieder Gegner. Wäre ich andersrum gegangen, wäre der Weg halt länger. Aber es wären keine Monster gekommen. Jetzt ist halt die Frage, was wirklich schneller geht, um nach Silverland zu kommen. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass das hier wirklich der kürzere Weg ist. Well, this looks wimpy. You guys take this one. So. Schwer sind die Gegner natürlich nicht. I hope I can keep this up. Es waren aber, glaube ich, keine 60 gerade, ne? Ne, das war genau ein Punkt zu wenig, verdammt. Für das nächste ästhetische Ding brauche ich halt genau 60 Punkte und ich habe halt jetzt 59. Somebody's gonna get hurt real bad. You guys take this one. Dragon strike! Were they Guess even it really trying? was that simple. So. Wie gesagt, einfach möglichst schnell hier durchgehen. Well, this looks wimpy. You're fighting us? Come to me, Lord! Roar for me, Tiger of the Frozen Wall! We could have gone easy and still won. Wie gesagt, 2 Sachen werde ich auch noch zeigen, auf jeden Fall. Beziehungsweise eine Sache werde ich zeigen und die andere dann machen. Nicht Key Items, Other und wo haben wir sie da? So.
Einmal wollen wir uns noch das Dorf anschauen. Ob wir da irgendwas machen können. Wir haben ja gesehen, was das für eine Explosion war. Das ist halt echt nur noch Schutt und Asche. Wir haben schon seit Stunden gesucht, aber ich denke nicht, dass jemand überlebt hat. Was zur Hölle für eine Waffe kann so eine Zerstörung gemacht haben? Wir haben leider auch keine Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Dieses Dorf wurde einfach dem Erdboden gleich gemacht, für immer und ewig. Au, Mann. So. Jetzt aber. Wir gehen zurück zu der Ruine. Denn wir haben jetzt alle Embleme gehabt. Ich hoffe, dass wir sie wieder zurückbekommen haben. Ich bin mir gerade nicht sicher. Nicht, dass wir sie jetzt nicht mehr haben und wir doch nicht hier durchkommen. Ich glaube, das dürfte nicht der Fall sein. Das wäre ziemlich gemein. Ne, hier war es noch nicht, so heißt da hinten. Hier war es, ne? Ja. So. Einmal mehr. Speichern. Als extra Speicherpunkt. Und nochmal hier oben. So, und jetzt können wir hier weitergehen. Als wir es zuvor waren. So. Mal schauen, ob wir jetzt hier einigermaßen durchkommen, ohne großartig was machen zu müssen. Ich hoffe, ich finde den richtigen Weg auch sofort. This ought to be simple. Don't let your guard down. Natürlich keinen erwischt. So. Ich glaube, hier rechts lang ging's, ne? Oder? Ich glaube, ja. Somebody's gonna get hurt real bad. Looks like this is serious. Ach, schade, dann hat's gerade so nicht erwischt. Wow! Sehr, es hat gerade 9.999 abgezogen, ist damit der erste, der diese Schadensgrenze erreicht hat. So, ihr müsst jetzt aber durchkommen, ne? Ja. Ich kann durch, aber ich darf es nicht berühren. Was soll das beheißen? You may pass, but not touch. Don't let your guard down. Was genau das bedeutet? Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Guess it really was that simple. So. Hope of the Valkyrie. Ein Stahlhelm. Okay. Schauen wir erstmal kurz da, was da links ist. Don't get yourselves hurt. Looks like this is serious. For me, Tiger Raptor beam. Ja, hat sogar tatsächlich doch einen erwischt. Ha. Sehr gut. So. Over already? Gut, hier ist nämlich noch die eine Truhe, die wir noch gesehen hatten.
Ein Dagger, den wir leider nicht benutzen können, weil das eine Waffe für 4 gewesen wäre. Schade. So. Eine weitere Ebene nach unten. You're fighting us? So, und dieser Tractor Beam dürfte jetzt ordentlich für Schaden sorgen. Jawohl. Yes, real excellent. Who's the man? Who's the man? I am. Ach, sie ist. So, jetzt noch weiter nach unten. Hier haben wir nur eine Tür. Schauen wir da erstmal rein. Somebody's gonna get hurt real bad. Looks like this is serious. Oh, was war das da? Tractor beam. Wish they could have lasted longer. Haben wir eine Robe der auf Deception. Die haben wir ja schon zigmal jetzt gefühlt. Well, this looks wimpy. You guys take this one. Well, made I'd me say that's sleepy. worked excellent. Gut. Okay, und eine weitere Truhe. Auch mit einem Dwarven Sword, was ich natürlich jetzt schon habe. Da geht's nicht weiter, also weiter nach unten. Somebody's gonna get hurt real bad. Don't let your guard down. So. Were they Well, even I'd say trying? that's worth 10 out of 10. Ah, und das ist der andere Weg, nehme ich an. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich da hingekommen bin, keine Ahnung. What's that? Vielleicht komme ich da jetzt nochmal hin irgendwie. Okay. Were they Guess it even really was trying? that simple. So. Die Sache ist die, wir müssen den ganzen Weg irgendwann nochmal gehen. Wir werden ihm demnächst nochmal gehen. This ought to be Deswegen habe ich simple. vorhin nur 2 Spielstände gemacht. You guys take this one. Tractor beam. Guess it really was. I can feel the power flowing. So, jetzt haben wir auch Roddick wenigstens. Endlich auf dem höchsten. Ästhetik Design. Perfekt. So, jetzt kann er auch nochmal hier in Guardbreak und sowas investieren. Aber vor allem können wir jetzt halt Customization machen. Und dann hier zum Beispiel aus dem Schwert einfach mal hier ein bisschen was versuchen zu machen. Dullblade, na sehr schön. Dann machen wir mal Runenmaterial, Runenmetall oder was auch immer. Wieder nur was Fragliches. Machen wir das Dwarven Sword, das ist ja eigentlich ziemlich gut. Und schmeißen wir mit Mithril zusammen. Oh, Soul Eater. Das hört sich verdammt gut an. Dann haben wir hier mal Aurikalkum rein in das Ding. Und ein Holy Sword. Beide ziemlich stark, wie man sieht. 950, ey, meine Güte. Ja.
Das ist eine ziemliche Steigerung. Ich werde dann definitiv nochmal ein bisschen speichern und dann noch ein bisschen rumeiern damit. Star Ruby. Da kann ich definitiv noch einiges Neues dazu hauen. Jetzt bin ich gespannt auf den Schaden. Man sieht natürlich nichts, aber über 1000 auf jeden Fall. Das war ein richtig starker Plus jetzt. Vor allem, ich heile mich mit jedem Schaden. Wie geil ist das? Das ist echt gut. Ich einfach nebenbei mit jedem Schlag heilen. Das ist mega. Das einzige Problem ist halt, es funktioniert nicht gegen Typen, die halt gegen Erde stark sind. Aber ja, ich glaube, Roderick hat in nächster Zeit erstmal keine Probleme, was Lebenspunkte angeht. So, und jetzt würde ich sagen, ich beende den Part, denn ich weiß, was jetzt passieren sollte. Ich glaube, dass das hier ist. Ich mache aber nochmal kurz das hier. So, du bist Level 8 Appraising, du bist Level 4 Appraising. Ihr habt es eigentlich überhaupt nicht, also... Wenn ich das mit wem mache, dann mit dir. So, keine Ahnung, was das ist. Ein Dullblade. Yay. So schwer, das herausfinden. So, ein süßer Sirup. Irgendwas. Fairy Elixier, okay. Kurzzeitig kein MP verbraucht, das ist cool. Resurrection Mist ist auch immer gut. Moonrock. Auch interessant als Material zum Herstellen von Gegenständen. Orichalcum sowieso. Wobei ich jetzt immer noch keine Ahnung habe, was ist jetzt wirklich besser? Man sagt ja, Mithril ist das legendäre Metall, manche sagen Orichalcum ist das legendäre Metall. Was ist jetzt wirklich das Bessere? So, dann machen wir Mithril. Damaskus. Damaskus gibt es ja auch noch. Damaskus ist ja auch noch ziemlich gut. Also sind alles so legendäre Metalle so ein bisschen. Kronmetall. Okay, auf die Herbs können wir, glaube ich, erstmal verzichten. Deswegen pfeift drauf, ich habe eh nur noch eine Brille. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir durch diese Tür gehen. Bis dann.